So, hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt zu einem neuen Bastelvideo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bauen wir einen coolen Tisch aus Beton und Epoxidharz und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt einfach dran. Los geht's gleich nach dem Intro. Ich würde sagen, wir fangen dann gleich mit dem Schalungsbau an, so wie eigentlich immer. Heute ist es ein wenig was anderes. Ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen, die Form ist heute oval, aber das ist auch kein Problem, kein Hexenwerk, werdet ihr gleich sehen. Ja, für die ovale Tischplatte habe ich mir jetzt hier schon mal zuvor eine Schablone hergestellt. Das ist gar nicht mal so einfach, ein exaktes Oval hinzubekommen. Ich habe mir jetzt auch hier nur eine Seite der Tischplatte mal ausgeschnitten. Dann kann ich nämlich diese Seite spiegeln und dann habe ich zumindest zwei exakt gleiche Seiten. Ich werde jetzt das Ganze mal auf der Spanplatte hier antragen und dann schneiden wir es mit der Stichsäge aus. Ja, da die Schalung ja hier oval ist, brauchen wir für die äußere Begrenzung, also für die äußere Schalung, ein flexibles Material. Ich habe mir hier für so Acrylglasplatten mit einer Materialstärke von 2 mm auf der Tischkreissäge zurechtgeschnitten. Die werde ich jetzt vorbohren und die kann man dann hier außenrum anbringen. Das Acrylglas habe ich vorgebohrt, so lässt sich vermeiden, dass es während der Montage zu Rissen kommt. Danach habe ich die Streifen am Schalungsboden montiert. Hierbei solltet ihr darauf achten, dass die Streifen an der Unterkante des Bodens bündig anliegen und dass ihr die Schrauben nicht zu fest anzieht. Am Ende sollte die seitliche Schalung dann ohne Versatz abschließen. Ja, nachdem die Schalung jetzt fertig verschraubt ist, werde ich an den Stößen zwischen der Spanplatte und dem Plexiglas noch eine Silikonfuge anbringen. Das dient dazu, dass später kein Wasser aus der Schalung austreten kann und außerdem werden dadurch die Kanten von dem Tisch leicht abgerundet. Ja, mit der Silikonfuge könnt ihr auch, wenn ihr mit der Stichsäge nicht hundertprozentig gearbeitet habt, noch kleine Unebenheiten ausgleichen. Ja, ich bringe jetzt mal die Fuge an und dann können wir schon zur Deko quasi von der Tischplatte kommen. Zum Abziehen der Fuge habe ich hier so einen alten Schminkpinsel verwendet. Der hat einen abgerundeten Stiel und der eignet sich optimal zum Fugenabziehen. Wenn ihr keinen habt, schaut einfach mal im Bad bei eurer Frau, da werdet ihr mit Sicherheit einen finden. Ich werde jetzt die Überstände, also das überstehende Silikon, circa eine halbe Stunde aushärten lassen und dann kann man die Reste einfach abziehen und dann hat man eine ganz saubere und feine Fuge. Wie schon gesagt, solltet ihr mit der Entfernung der Silikonreste nicht zu lange warten. Wenn das Silikon ausgehärtet ist, habt ihr erhebliche Probleme, dies wieder von der Schalung zu entfernen. So, wie ihr sehen könnt, war ich in der Zwischenzeit schon mal ein wenig kreativ oder habe es zumindest versucht, hier so ein Muster aufzuzeichnen, was aussieht wie Risse. Also die Platte soll später aussehen, als ob sie gesprungen wäre. Ja, und das Ganze werde ich jetzt mal hier noch mit Silikon nachzeichnen.
Beim Aufbringen des Silikons solltet ihr darauf achten, dass die Linie mindestens 5 mm breit und 5 mm tief ist. Dann habt ihr später, wenn ihr das Epoxidharz einfüllen wollt, keine Probleme. Ja, mit dem Silikon wäre ich dann soweit fertig. Ich werde das Ganze jetzt über Nacht aushärten lassen. Dann können wir morgen den Beton gießen. Und durch das Silikon werden dann im Beton Aussparungen entstehen und die wird man dann mit Epoxidharz ausgießen. Für heute kann ich nicht mehr machen, das heißt, ich mache jetzt Feierabend. Ja, die Silikonfuge konnte jetzt über Nacht soweit austrocknen, ist jetzt ausgehärtet, können wir weitermachen. Ich habe mir zwischenzeitlich schon mal mit der Schablone von meiner Tischplatte hier die Umrisse auf einer Styrodurplatte angezeichnet. Die Umrisse habe ich mir 3 cm kleiner in der Mitte nochmal angezeichnet, die werde ich dann ausschneiden. Die Styrodur wird mit einbetoniert, das bedeutet, der Rand von unserem Betontisch wird dann 3 cm stark sein und durch die Aussparung, die dadurch entsteht, also die Styrodur kann man ja später wieder entfernen, da werde ich eine Holzplatte einsetzen, an der ich dann auch die Füße befestigen kann. Ja, die Aussparung hat natürlich auch zum Vorteil, dass der ganze Tisch später leichter wird, weil wir weniger Beton brauchen. Ja, ich schneide mir jetzt das Ganze mal aus und dann machen wir gleich weiter. Alternativ zum Styrodur könnt ihr natürlich auch ganz normale Styropor verwenden. Das ist um einiges billiger. Ich persönlich arbeite aber lieber mit Styrodur, da sich dieses einfache schneiden und verarbeiten lässt. Mit dieser Schablone hier zeigen wir uns dann gleich auch noch die Holzplatte an und die Holzplatte wird dann nachher ganz einfach mit der Stichsäge wieder ausgeschnitten. Für den Boden habe ich eine MDF-Platte mit einer Materialstärke von 16 mm verwendet. Hier könnt ihr natürlich auch jede andere Holzart verwenden, das macht keinen Unterschied. Bevor wir jetzt gleich zum Betonieren kommen können, muss die komplette Innenseite der Schalung mit einem Trennmittel eingerieben werden. Das dient dazu, dass der Beton keine Verbindung mit der Schalungsform eingeht und das Betonteil später wieder einfach ausgeschaltet werden kann. Ja, nachdem wir jetzt alles soweit vorbereitet haben, können wir jetzt gleich mit dem Betonieren weitermachen. Ich werde für den Tisch weißen Beton verwenden, hochfesten Beton, den ich mir selber mische, weil der Tisch an den meisten Stellen nur 20 mm stark ist und ja, da werde ich jetzt nicht groß darauf eingehen, auf die Betonmischung, da habe ich schon Videos darüber gemacht, die werde ich euch mal hier oben verlinken. Wenn es euch interessiert, schaut einfach mal rein. Ihr könnt natürlich auch ganz normalen Fertigbeton, also Fertigestrig aus dem Baumarkt verwenden. Ja, da müsst ihr die Tischplatte halt ein wenig stärker machen oder die Aussparung ein wenig geringer. So, ich mische den Beton jetzt geschwind an und dann geht es gleich weiter. Zur Armierung des Betons verwende ich hier so ein Gittergewebe aus Glasfaser und es wird jetzt einfach in den Beton eingearbeitet. Ja, und wenn wir dann die fertige Höhe erreicht haben, also 20 mm unterm Rand angekommen sind, dann können wir die Aussparung aus Styrodur einlegen. Die werde ich jetzt oben noch mit Holzlatten fixieren, sodass es nicht aufschwimmen kann.
So, und jetzt kann es weitergehen. Jetzt wird die Schalungsform bis zur Oberkante mit Beton aufgefüllt. So, der Beton ist in der Schalungsform, muss jetzt für 48 Stunden aushärten. Für heute können wir nicht mehr machen. Das heißt, ich mache Feierabend. Ihr habt jetzt kurz Zeit, meinen Kanal zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich schon wieder. Ich hoffe, ihr habt alle abonniert. Dann können wir jetzt mit dem Ausschalen weitermachen. Der Beton hat nach 48 Stunden schon ca. 80% seiner Nennfestigkeit erreicht. Beim Ausschalen solltet ihr aber trotzdem vorsichtig vorgehen, sodass ihr die Kanten nicht beschädigt. Die scharfen Kanten an der Unterseite der Platte lassen sich mit einem Schleifpapier ganz einfach entfernen. Zur Entfernung der Styrodurplatte könnt ihr ein Cuttermesser und eine Spachtel verwenden, damit geht es eigentlich ganz einfach. Ja, nachdem der Beton jetzt soweit ausgehärtet und die Feuchtigkeit aus der Oberfläche verdunstet ist, werden wir jetzt hier weitermachen. Ich werde die Oberfläche jetzt zunächst mal mit einer Imprägnierung einlassen und danach kommen wir dann zu den Rissen. Die werden mit farbigem Epoxidharz aufgefüllt. Zum Auffüllen der Risse habe ich ein 2-Komponenten-Epoxidharz und silberne Farbpigmente verwendet. Um das Epoxidharz zu mischen, benötigt ihr 2 Teile Harz und 1 Teil Härter. Das Ganze wird dann gut durchgerührt und dann kann man eigentlich schon mit dem Gießen beginnen. Ihr solltet zum Anmischen eine Feinwaage verwenden, weil das Verhältnis sollte schon stimmen, sonst wird das Harz später nicht richtig hart. Die Pigmente werden dem Harz dann direkt beigegeben. Hier braucht ihr nur eine sehr kleine Menge. Für 1 Liter Epoxidharz werden ca. 15 bis 20 Gramm Pigmente empfohlen. Zum Auffüllen der Risse habe ich eine Einwegpipette aus Kunststoff verwendet. Damit hat es echt problemlos funktioniert. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade nicht in meiner Werkstatt, sondern in meinem Keller. Das liegt daran, dass bei der Verarbeitung von Epoxidharz eine Raumtemperatur von ca. 20 Grad herrschen sollte. Und in meiner Werkstatt ist es jetzt im Herbst schon deutlich kühler. Nachdem das Harz dann nach ca. 24 Stunden ausreichend ausgehärtet war, habe ich noch die Versiegelung auf die Tischplatte aufgetragen. Ich habe hierbei eine Kombination aus Bienenwachsbalsam und Hartwachs verwendet. Durch das Hartwachsfinish kann die Oberfläche dann nachher noch auf Hochglanz poliert werden. Ja, nachdem die Tischplatte jetzt soweit fertig ist, werde ich hier noch den Boden, also die Holzplatte, einkleben.
Daran können wir dann auch die Tischbeine befestigen. Ich habe mir dafür solche Hairpin-Legs im Internet besorgt. Werde ich euch alles unten in der Videobeschreibung verlinken. So, das wäre es dann schon wieder für heute gewesen. Der Tisch ist fertig. Die Bilder seht ihr gleich noch im Abspann. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar schreiben, meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns dann nächstes Mal wieder mit neuen Videos. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken. Macht's gut. Ciao.